So. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Oh, oh nein, ich habe vergessen, ihm die Medizin zu geben. Mist. Über die Docs. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Warum gehen sie nicht? Keiner fühlt sich sicher? Ich fürchte mich nicht. Warum geht sie nicht? Wäre für sie voll einfach. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. Über diesen This Pub. place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Die Bar ist ein neutraler Ort. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Ihr Boss muss gut verhandeln können. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Okay, Persönliches. Wo kommen Sie her? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Oh nein, nein. Ich verurteile niemanden nach der Hautfarbe. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Entschuldigen Sie, falls ich Sie verärgert habe. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Ah, okay. Ihre wahre Gefühle für Ihren Boss. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Wer lacht über Sie? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Liebt Tom Sie Does auch? Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Kann ich mir gut vorstellen. Ich suche nach Hampton. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Ah, okay. Goodbye, Miss Cavendish. Ah, Perhaps I should shut the turquoise for a time. wo ist er? Hä, saß er noch nicht hier? Wo? Da ist er. They're giving me a lump. Good evening, Mr. Delaney. What? Okay, Inebriation aside, do you need... Yes. Medizin Take geben. this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Ja. Mr. Delaney. Bis jetzt habe ich jeden hier gerade gleich geheilt, außer Gillingham. Da muss ich, glaube ich, mehr Hinweise sammeln. Und in ihre Wohnung reinzukommen, ohne dass ich irgendwie sie, weiß ich nicht, Lost orphan.
sie hypnotisiere, glaube ich. So. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reid, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Über die Details der Stadt reden. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. So, wie können Sie diesen Ort geöffnet lassen? Fragen wir mal das. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Viele Meinungen? I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Okay. Sind Sie eine wichtige Persönlichkeit? Okay, ist aber gesund. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Okay, gibt etwas, das ich tun kann? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Cool. Über Sabrinas Angst. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Okay. Persönliche Fragen? Sabrina scheint Ihnen sehr zugetan zu haben. Was haben Sie zu sagen, Tom Watts? Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Okay. Ich suche nach Sean Hampton, glaube ich. Sean Hampton. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Ich muss ihn schnell finden. Ist er zu einem Schäfchen zurückgekehrt? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Ich muss ihn schnell finden. Los. Wo ist er? Sagen Sie mir, Tom. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier.
Okay, danke schön. Das war sehr Goodbye, lieb von Mr. dir. Watts. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem. Stimmt ja, hier war ich ja zum ersten Mal. Ich hasse das, dass es zu ist. Das ist so gemein. Brauche ich nicht. Nein, wir haben kein Edigadum-Ding. Das ist doof. Okay, Okay, da habe ich eins zu viel gemacht. Ja, warte mal. Ich kann bestimmt... Jawohl. Und immer noch nichts. Hier auch nichts, okay. Stimmt, ich muss dahin, okay. No. Unbekannt, die sehe ich zum ersten Mal. My Lady, wer bist du? Good evening, miss. I'm Dr. Reid. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Eine Händlerin. Erstmal fragen wir sie, wie ihr Leben in London ist. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Edwina Cox. Warte mal. Das ist nicht die Clay Cox, oder? Das ist nicht seine Frau, oder? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Sie sind eine ziemlich schonungslose Frau. Kein Interesse. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Kein Interesse. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Nein. Das ist seine Frau. Das ist seine Frau. Wir haben seine Frau getötet. Edwina und Vampyr, wir haben kürzlich einen Mann aus Rache getötet. Und das ist der neben uns ist, okay. Tja, und das ist sein Mann. Verdammt. Die haben wir leider auch nicht. Also sind wirklich zwei gestorben. Ich versuche jetzt irgendwie alle zu überleben. Über diese Teil der Stadt. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Denken Sie an jemanden You Bestimmtes? sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That
is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Will ich eigentlich gar nicht. Sie führen immer noch den Namen ihres Mannes? You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Okay, persönliche Fragen. Über den Mann, den sie umgebracht haben. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Was ist passiert? What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Fragt sie ihr Gewissen And nicht? your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reid, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Ah, Mist, ich habe zu wenig. Sonst hätte ich sie gleich mit. Also sie hätte ich wirklich auch so wie Clay Cox auch umgebracht. Ich suche nach Hampton. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Sean Do you know Hampton. where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Handeln. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Okay, sie hat Munition. Der hat auch nicht so ganz großartiges hier. Schmiermittel, ja. Aluminiumpulver. Ja, okay. Without the wet boots keeping things straight, these parts will be running completely amok. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reid, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Sind Sie in einer Bürgerwehr? Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Sind Sie ein besonderer Krimineller oder zu welcher Gang? Gang. Zu welcher Gang gehört sie? Welche Gang? Wir fragen, welche Gang? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Okay, also sind Sie ein besonderer Krimineller? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Wow. Ach, der ist auch völlig gesund. Über diese Teil der Stadt. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now.
She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Okay, er scheint in sie verknallt zu sein. Über den Mann, den sie umgebracht haben. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Sind sie so herzlos? Sie liegen falsch, jemand wird sie töten. Sie sind so herzlos? Ich weiß nicht. Booth und Edwina Cox haben kürzlich einen Mann umgebracht. Booth ist in Edwina Cox verliebt, der wahre Anführer der Gang. Ja, das merkt man. Sind sie so herzlos? Wir fragen, ob der einfach so herzlos ist. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Ja, das macht einen Unterschied. Okay, jetzt fragen wir nach Sean Hampton. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to Sean talk to him. Hampton. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cut. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Okay. Goodbye, Mr. Digby. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ein Raum. Wo wir Geld klauen und so können. Ah, nein. Ach. Also ist das so ein Brief wieder. Ach, ich hasse das. So. Ein nicht versendeter Brief. Hello Frank, wie geht es dir, mein alter Freund? Es war schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansion, obwohl es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Wettboot-Boys stecken in der Klemme. Ich habe daran gedacht, wie du bei unseren letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang zu verlassen. Du würdest nur bereuen, dass du es nicht mehr ins East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmeres zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämst. Vielleicht könnten wir uns noch mal über die Arbeitssuche unterhalten. Du weißt, dass ich immer schon gut rechnen konnte. Also wenn du vielleicht einen Buchhalter für deinen Betrieb brauchst, lass uns darüber reden. In Ordnung? Grüße deine Frau von mir. VBB für immer, alter Kumpel. Booth Digby. Oha, also es ist sein Raum. Okay, sonst ist hier nichts drin. Ah, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, ich laufe in die falsche Richtung. Oder? Nein, dieses Gottedingsen, ich hasse das. Außer, naja, wir könnten ja hier lang gehen, dann da lang. Warte. Ja, dann müssten wir hier, dann könnten wir hier rüber. Aber woanders ist eher die Abkürzung. Wir würden eher den längeren Weg gehen. Oh, schade. Er ist da, da ist auch jemand.
Es fehlen mir noch 2 Leute, glaube ich. Es fehlen mir sogar 2 Leute. Nein, 3 sogar. Nein, 4. Okay. Werden wir, glaube ich, auch in den nächsten, also laufender Quest werden wir wahrscheinlich die 3 treffen. So, ich würde eher hier rüber gehen wollen, ja. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Das ist so ein Widerstand. Typ? Also da müsste er drinne sein. Jo. Seems like the guard of Prewin is on Hampton's trail. Ah! Oh mein Gott, er hat Feuer. Ha! Au. Ah! Au, au, okay. Au. All of your bloody leeches need killing. Die, vermin! Okay. Au. Aua. Gut für mich. Je mehr er holt. Das war knapp. Want some of this? Au. Aua. Oh mein Gott. Oh, ich kann nicht arbeiten, wenn die da sind. Ich kann nicht hier weg. Oh. Okay. Au.
Ah. Au, 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 au. Oh Mann. Oh. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oh, ich hasse diesen Kerl. Ich komme hier nicht weiter. Ich krieg das hin. Aua. Oh. Oh. Ich hasse das, ne? Ich hasse das so was. Ich hasse das mit diesem Feuer. Aua. So. Haben wir hier irgendwas? Ich hasse das mit dem Feuer einfach. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Oh Mann. Wie schon gesagt, glaube ich, hier waren wir ja schon mal. Also haben schon alle Sachen hier rausgeholt. Aber mehr kriegen wir auch nicht. Hier ist noch so ein Ding. Warte. Aber hier ist nirgendwo, was wir mitnehmen können. Okay, dann gehen wir aber weiter. Ich hoffe einfach, dass wir das einfach überleben. Was haben wir da Schönes? Okay, hier kommen wir 0 weiter. Schade, schade. Hier sind nur irgendwelche Plakate. Ich muss genau woanders hin. Aber wo? Da lang? Dann gehen wir aber außen rum. Da kommen wir ja nicht durch. Da ist ja die Tür zu. Aber wenn wir davon ausgehen, ja, also gehen wir mal da lang. Da oben sind welche. Gehen wir da unten, wo die ganzen Blut sind.
So. Da haben wir irgendwas eingesammelt. Ich weiß nicht was. Puh. Dann... This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Ah, ich befürchte, dass er zu einem Vampir geworden ist. Müssen wir oben lang oder unten lang? Wieder so ein Ferndingsen. Ah! All of your bloody leeches need killing. Get back in the grave! Watch out, boys! Oh, der ist gut. Ha! Nein, nicht im Wasser. Achso, oh, zum Glück. Okay. Dann können wir hier einfach so weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir oben oder... Ich bin... Ah, falsche Richtung. Wir müssen da lang. Oder? Ja. Safer places to be than here. Au. Oh. So. Haben wir auch. Ah. Please, sir. I can't let you through. Ja, ich wollte eigentlich zum Mülleimer. Kopf, Kopf. Okay, niemand da. Ah, hier lang. Ja, können wir eigentlich gut gebrauchen. Aua. Aua. Au. Au. Der lebt trotzdem noch. Wie gemein. Okay, das können wir nicht nehmen. So. Könnte ja nicht schaden mit den ganzen Punkten, die wir denn bekommen. Aber schon ein bisschen verwirrend hier alles. Ich gehe richtig. Muss ich hier runter? Keep out. Bin nicht mal so sicher, ob ich eher hier lang gehen muss. I cannot enter.
lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Ah, was haben wir hier schon jetzt? This is despicable. Wir müssen das, Dr. Reid. Das ist unsere einzige Hoffnung, überhaupt hier am Leben zu sein. Okay. So. Okay. Gehen wir hier mal nach unten. Wow, die Tür ist hier unten auch offen. Okay. Ich bin verwirrt. Was ich hier... Ah, hier lang ist das Blut. Oha, wir können auch ganz nach oben. Ah, hier ist der neue Versteck also. Hier ist ein Bett. Okay. Ja, lass uns das aufwerten. Verursacht Schaden um 10% oder Ausdauerverbrauch. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Weil die Ausdauer ist echt... Okay. Haben wir schon mal. Das benutzen wir noch die ganze Zeit als Weitwaffe. Ach, den Pflock. Ah, wir könnten hier gewöhnliche Parabellpistole. Das macht 200 Schaden. Ja, ist halt... Okay, wir müssen... Hier, die linke Hand. Ah, das macht halt mehr Schaden. Pflock. Wir hätten die einfach mal auf. So. Okay. Jetzt haben wir das auf Stufe 3. Jetzt macht das 28 Schaden. So. Weil ich finde eigentlich den Pflock eigentlich sehr gut, muss ich zugeben. Finde ich ja nicht mehr so schlecht. So. Aber sonst hier kein einziger Brief hier, was du sagst, hey, hier ist jemand gestorben und das ist sehr wichtig gewesen. Keine Ahnung. Gefühlt drehe ich mich einfach nur im Kreis. Weiß gar nicht wirklich, wohin ich gehen muss. Ah, jetzt bin ich da, okay.